Der Moment, vor dem auch gestandene Männer zittern. Der Arztbesuch. Eine Frage ans starke Geschlecht und bitte Hand aufs Herz. Wie lang ist sie her, die letzte Prostata-Vorsorgeuntersuchung? 2 Wochen. Wie war das? Ja, kann ich sehr empfehlen. Ich würde mir tatsächlich einen Doktor aussuchen, der kleine Finger hat. Nein, muss ich zugeben, habe ich noch nicht gemacht. Warum nicht? Ja, ich habe es verdrängt. Und die Prostata wird untersucht, ja. So unangenehm ist das nicht. Also ich habe schon mehrfach durch und ich lasse es regelmäßig machen. Es war aber nicht so wild, wie man sich das eigentlich so vorstellt. Also, ne? Man geht da nicht trocken rein sozusagen. Ne? Naja, man macht sich so seine Vorstellung, wie so eine Untersuchung abläuft und so. Und ja, dann denkt man lieber an was anderes. Ich bin da eher nachlässig, muss ich zugeben. Umgangssprachlich ist ja eine starke Erkältung schon immer kurz vorm Tod. Also, und wenn man halt einigermaßen fit ist, dann denkt man, das ist nicht notwendig. Leider doch, denn Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Das muss auch Urologe Dr. Sebastian Nestler seinen Patienten immer wieder klar machen. Wenn's zwickt, ist es womöglich schon zu spät. Warte ich darauf, dass der Patient mit Beschwerden zu mir kommt, sind das meistens die Metastasen, die Tochtergeschwulste, die ihm wehtun. Und dann ist die Therapie ungleich schwieriger. Dann können wir zwar noch Zeit gewinnen, aber können den Tumor nicht mehr kurativ, also heilend angehen. Und dann ist das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen. Deswegen versucht er, Ängste zu nehmen. Jede Untersuchung beginnt mit einem Gespräch. Was dann kommt, ist für den Arzt Routine und sollte es für den Patienten auch sein. Wir tasten am Ende durch den After nach der Prostata, um dort Verhärtungen auszuschließen. Und das Ganze kann man erweitern durch eine Ultraschalluntersuchung. Auf jeden Fall ist es nichts Dramatisches, man muss keine Angst haben. Es ist am Anfang sicherlich eine komische Untersuchung, eine komische Position. Aber es ist eine sehr wichtige Untersuchung, die wirklich manchmal das Leben retten kann. Und trotzdem fällt es Männern offenbar schwerer als Frauen, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Vielleicht, weil es den klassischen Männerarzt gar nicht gibt. Wir gucken auf weibliche Lebensphänomene wie Menstruation irgendwie ganz anders als auf den ersten Samenerguss eines Jungen. Also niemand kommt auf die Idee, 14-Jährige oder noch jüngere Jungs zum Urologen zu schicken. Aber Mädchen werden in diesem Alter zum Frauenarzt geschickt. Also um auf dasselbe zu gucken, nämlich die Fortpflanzungsfähigkeit. Und leider gibt's ja nicht immer nur gute Nachrichten beim Arzt. Vielleicht hat man auch ein bisschen Angst vor dem Ergebnis. Ja, das ist schon nicht so schön. Ne? Also, man ist immer im Ungewissen. Es könnte ja was sein. Man geht davon aus, dass nichts ist, aber es könnte ja trotzdem was sein und ist froh, wenn man dann eine Nachricht kriegt und es ist wirklich nichts. Der Weltmännertag heute. Auch ein Grund, mal wieder an die eigene Gesundheit zu denken.